Hallo, ich bin Alexander Jefremov, ein einfacher sowjetischer Ingenieur. In diesem Video möchte ich erzählen, welche Rolle in meinem beruflichen Leben Disziplin Systems Engineering spielt. Und als jeder Ingenieur mache ich das lieber mit Schemen. Das bin ich. Und das sind die Institutionen, mit denen ich irgendwie verbunden bin und die Systems Engineering in mein Leben gebracht haben. Fangen wir mit dem MathWorks an. Die MathWorks ist eine internationale Softwareentwicklungsfirma, die Hauptquartier in Boston, Vereinigte Staaten hat. Sie ist am meisten durch ihre MATLAB und Simulink bekannt. Hier habe ich zum Beispiel V-Modell kennengelernt. Grund dafür ist, dass MathWorks Produkte komplex sind und das große Teil des Systemlebenszyklus abdeckt. Die Anwendung des Produktes fängt mit Anforderungen an. Basierend auf Anforderungen baut man ein grobes Modell des entwickelnden Systems und simuliert, sprich ausführt es. Man entwickelt das System basierend auf Modell, deswegen Model-Based Design oder modellbasierte Entwicklung, und prüft die Ideen mit Simulation. Es waren aber nicht nur komische Blöckchen. Am Ende musste ja man ein funktionierendes echtes System mit Controller bekommen. Deswegen Software-in-the-Loop-Phase mit automatisch generiertem Code im Modell, Processor-in-the-Loop-Phase mit einem Controller im Kreis und Hardware-in-the-Loop-Phase mit dem ganzen Modell, das in der Echtzeit simuliert wird. Sowas kann man nicht einfach mit dem „Hey, ich habe ein sehr wunderschönes Werkzeug" verkaufen. Man musste wirklich das Unternehmen und seine Bedarfe analysieren, Lösungen, falls sie es überhaupt gibt, skizzieren und diese Lösungen präsentieren. Mit dem Verkauf fang aber die Geschichte mit dem Kunden nur an. Man musste ja Prozesse anpassen, Mitarbeiter lehren und weitere Lebenszyklusphasen mit der Werkzeugkette abdecken. Das Ganze musste ich unterstützen. Also die Arbeit mit dem Kunden ist besser mit dem Spiralmodell vorzustellen. Das war eine mehrstufige Arbeit mit demselben Kunden. Und ja, man hatte klar mehrere Kunden. Ich möchte Systems Engineering Grundlagen erlernen und andere Menschen kennenlernen, die sich um das Thema kümmern. Deswegen kam Incose in mein Leben. Incose ist eine Gesellschaft, ein internationaler Verein. Es ist richtig zu sagen, dass es da auch um Networking geht. Spezialisten aus verschiedensten Industriebereichen treffen sich und tauschen ihre Erfahrungen in verschiedenen Formaten ab. Das war eine Gelegenheit für mich, die Normen bzw. die generellen ISO-Normen für Systems Engineering zu erlernen, wie ISO 15288 für SE-Prozesse, ISO 15926 für eine generelle Datenbeschreibungssprache und ISO 42010 für Architekturbeschreibung. Auch fachliche Normen wie ARP 4754 für Luft- und Raumfahrt und andere. Was aber für mich sehr wichtig war, ist die Erfahrung als Leiter der Incose-Abteilung in Russland. Ich und meine Kollegen haben verschiedene tolle Projekte initiiert, wie zum Beispiel Übersetzung des Handbuches für Anforderungsschreiben auf Russisch oder relativ große Systems Engineering Veranstaltungen in Moskau, St. Petersburg und Jekaterinburg. Aktive Mitgliedschaft der Abteilung ist während unserer Arbeit zweimal größer geworden. Worauf ich aber besonders stolz bin, ist, dass wir so ein Arbeitsmodell gestaltet haben, dass jeder im Vorstand mit Respekt zueinander initiativ sein konnte. Man konnte Projekte initiieren und sie ausführen und niemand hat den anderen gestört. Zu guter Letzt meine Arbeit mit Siemens. Die Geschichte ist zweiseitig, beide davon sind aber mit demselben Siemens PLM Teamcenter verbunden. Teamcenter kann man auch nicht out of the box anwenden, also kann man nicht einfach so verkaufen. Man muss ihn mit den Geschäftsprozessen verkuppeln. Das war die Aufgabe für mich und meine Kollegen in der Irkut-Kooperation, die für MS-21 Flugzeugentwicklung und Produktion verantwortlich ist. Wir haben ein echtes System basierend auf Systems Engineering Prozessen und Methoden entwickelt.
Am Ende unserer Arbeit unterstützte das System die Sicherheitsanforderungen und Dokumentenverwaltung. Danach arbeitete ich für Siemens Industry Software GmbH mit EEC-Programm, wo derselbe Teamcenter für mehrere Siemens Business Units weiterentwickelt wurde. Da war ich auch für Ausführung der Verifikation und Validierung, sprich Testen, zuständig. Das heißt prüfen, ob das System den geschriebenen Forderungen entspricht und ob die Anwender mit dem System zufrieden sind. Das war eine tolle Geschichte in meinem Leben, die sich noch weiterentwickelt. Gerade nach meinem Studium, im Jahre 2009 arbeitete ich mit MATLAB und Simulink als Doktorand. In 2010 fang die Geschichte mit MathWorks an. In 2011 bin ich Mitglied von Encosa geworden und 2 Jahre ab 2016 im Vorstand gearbeitet. Ein Jahr arbeitete ich im Projekt für Irkut, 2014 bis 2015. Und im Jahre 2016 bin ich nach Deutschland umgezogen und als Testingenieur für Siemens Industry Software gearbeitet. Das wäre es. Hoffentlich habt ihr geschafft, bis zum Ende das Video anzuschauen. Falls es Fragen, Kommentare oder Bedrohungen gibt, bitte melden.